Zum zusätzlichen Ansatztraining, um eben Ausdauer, Kraft, Festigkeit zu trainieren, gibt es verschiedene Trainingsgeräte. Wir fangen mit dem einfachsten an. Und zwar habe ich hier zwei kleine Trainingsgeräte. Zum einen habe ich ein Holzstäbchen, das kennt jeder. Man macht es zwischen die Lippen und spannt die Muskulatur an. Anspannen, entspannen oder eben anspannen und lange diese Spannung aufrechterhalten. Mit einem Bleistift habe ich hier so ein Gummiband drum gemacht, kann man letztendlich den Pete bzw. den Lippenexpander etwas imitieren, wobei mir persönlich die Trainingsgeräte immer gut gefallen, aber wenn man sagen will, man spart sich die 40 Euro, dann hat man hier auf jeden Fall die Möglichkeit, auch so einen Bleistift etwas zu modifizieren und dann kann ich hinter dem Gummiband meine Lippen positionieren und eben auch hier wieder zupacken. Was ich jetzt aber machen kann, ist, ich kann zusätzlich etwas Zug ausüben. Und meine Ansatzmuskulatur muss diesem nach vorne ziehen standhalten. Also letztendlich die Kraft intensivieren, damit eben der Bleistift nicht rausflutscht. Bei den Trainingsgeräten ist es vom Prinzip her, grob gesagt, das gleiche. Man hat natürlich ein wesentlich professionelleres Setup, mit dem Lippenexpander auch hier so eine Skala, wo man ganz genau messen kann, was man hier trainiert, beziehungsweise mit dem Pete verschiedene Seiten, mit denen ich auf unterschiedlichste Art und Weise eben trainieren kann. Bei dem Pete starte ich immer gerne mit dieser etwas kleineren Seite. Man nimmt hier, perfekt ausbalanciert natürlich auch, dieses Teil, dieses Mundteil in den Mund zwischen die Lippen. Und spanne auch hier meine Ansatzmuskulatur wieder an. Auch wieder anspannen, entspannen oder anspannen und lange angespannt lassen. Immer wieder nachspannen, es ist anstrengend. Wenn ich jetzt den Pete umdrehe, habe ich hier so ein Blättchen, man kann es unschwer erkennen. Und das mache ich auch wieder vor meine Zähne, zwischen die Lippen, spanne an und kann letztendlich auch wieder etwas Zug auf meine Lippenmuskulatur, auf meine Ansatzmuskulatur ausüben. Ich habe hier keine Skala, mit der ich genau messen kann, was ich da mache. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, nach eben meinem Gefühl zu gehen. Dafür hat der Lippenexpander, man sieht es hier besonders gut, man kann es rausziehen und hat hier eben auf dem ausgezogenen Teil eine Skala von 1, 2, 3, 4 und dann geht es eben bis, sagen wir mal 5,5 wäre das genau, maximaler Zug. Und ich kann hier auch noch die Intensität einstellen. Das heißt, schraube ich richtig zu, wird es entsprechend auch anstrengender. Ich habe das gerne Kante auf Kante eingestellt. Ich drehe es mal ein bisschen weiter raus, damit man das auch sieht. Also hier kommt so ein breiteres Teil. Das mache ich immer hier Kante auf Kante. Wunderbar. Und dann kann ich eben hier mein Training intensivieren, beziehungsweise auch ganz genau messen, wie weit ich da ziehe. Ob das eben bis 1, wie gerade eben war, oder ob ich bis 4, 4,5 eben rausziehe. Also hier hat man auch verschiedene Möglichkeiten, das mit der Skala eben zu trainieren. Und da kann man sich schrittweise, monatlich, wöchentlich so kleine Ziele setzen und die eben dann nachempfinden. Und dann geht man eben ein Stückle rein und dann wird es gleich ein bisschen härter. Wie trainierst du oder welche Trainingsgeräte nutzt du eben, um die Ansatzmuskulatur aufzubauen? Ich weiß, es gibt dann noch zum Beispiel das CTS-System etc. pp. Bloß mir ging es jetzt wirklich darum, abseits von Trompetenmundstück und Trompete zu trainieren. Gestartet bin ich anfänglich mit dem Holzstäbchen, eben um die Ansatzmuskulatur anzuspannen und vor allem auch im Spiegel visualisieren zu können. Was ist denn da alles angespannt? Oder habe ich hier noch den Hals mit angespannt? Oder ist der locker und entspannt und alles andere passiert hier oben? So soll es auch sein. Und eben um das Training zu intensivieren, um einfach auch neue Übungen zu machen und auszuprobieren, eben meine Trainingsgeräte. Und letztendlich hat sich herausgestellt, der Jericho Lippenexpander ist sehr gut für den Einsatz geeignet. Vor allem dann, wenn es um Zug ausüben geht, um dieses zusätzliche Anspannen der Muskulatur. Was aber natürlich auch ein bisschen schwer ist, wobei das ist schon die zweite Version, die ist ein bisschen rauer. Hält das Lippenmaterial auch ein bisschen besser. Und richtig gut hält natürlich diese Platte vom
Piet hinter den Lippen. Hm? Aber auch hier, wenn ich richtig ziehe, flutscht dieses Teil auch über die Lippen, ganz klar. Also, mein Favorit ist der Lippenexpander. Starten würde ich aber immer mit dem Holzstäbchen, das ist mir runtergefallen, mit dem Holzstäbchen, um eben visualisieren zu können, wie spanne ich denn meine Lippenmuskulatur an, was passiert sonst noch. Und dann startet man eben ins Training, indem man immer anspannt und entspannt. Da bekommt man ein Gefühl für die Muskulatur. Man lernt die Muskulatur zu kontrollieren. Und wenn ich das kann, gehe ich ins Ausdauertraining. Das heißt, ich spanne an und immer wieder nach und versuche so lange wie möglich diese Spannung aufrechtzuerhalten. Pause, lockern, ihr kennt es. Und dann geht es in die zweite Wiederholung. Und dann geht es noch ein drittes Mal in dieses Training und dann muss man einfach der Muskulatur Chance geben, sich zu erholen, zu regenerieren. Und am nächsten Tag starten wir wieder entspannt mit unserem Warm-up beim Trompete spielen. Aber nicht gleich mit so einem Training. Das stelle ich immer ganz hinten an, nach meinem Trompetentraining oder nach zum Beispiel einer Orchesterprobe. Wenn ich weiß, ich spiele sowieso keine Trompete mehr zu Hause, mein Blechblasinstrument, dann kann ich noch etwas mit diesen Trainingsgeräten trainieren und dann ist es auch gut. Regenerationszeit ist hier dann das Schlüsselwort. Muskulatur Zeit geben und am nächsten Tag wieder entspannt starten. Welches dieser Trainingsgeräte nutzt du oder gibt es noch andere? Dann ab in die Kommentare damit, ansonsten lass gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.